Herzlich willkommen beim Digital Talk, heute mit Udo Müller, Projektmanager im Bereich Key Account. Hallo Udo, schön, dass du da bist. Hallo Sandra, Dankeschön. Udo, du bist ja ein langjähriger Mitarbeiter bei uns. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen deinen Werdegang und was du so die letzten Jahre, was dich so, ich sag mal, besonders beschäftigt hat. Tja, also ich bin seit 91 in dem Unternehmen, habe nach einer mechanischen und elektronischen Ausbildung hier im Bereich Service für Inkjet-Systeme, habe hier den Schulungsbereich betreut, auch weltweit teilweise Inkjet-Anwendungen und bin dann so nach 6 Jahren etwa gewechselt zum Laser in die Anfänge der ganzen Lasergeschichte überhaupt bei der Firma Medtronic oder König und Bauer heute. Haben damals die ersten Lasersysteme gehabt, die frei programmierbar waren und eben dann die Nachfolge des Inkjets vermeintlich antreten konnten. Und das mache ich jetzt seit vielen, vielen Jahren und denke, dass ich hier in dem Bereich schon einiges gesehen habe. Also die ganze Bandbreite. Die ganze Bandbreite. Geburtsstunde des Lasers live dabei sozusagen. Wenn man jetzt, ich sag mal, so lange sich mit diesem Thema auch beschäftigt, die Entwicklung mitgemacht hat, was war denn so für dich so das spektakulärste Projekt oder Applikation, wo du sagst, also das war bis dato, bleibt auch bis dato unerreicht. Was war das? Also an was ich mich so spontan erinnere, ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte. Das ist die Kennzeichnung von Bienen gewesen. Das heißt, hier kam ein Forschungsinstitut auf uns zu, die sagt, die wollen Bienen tracken, wie häufig die oder wie fleißig eine Biene tatsächlich ist. Das war einfach die Aussage, wie fleißig die Biene. Wir wissen, wir haben weltweit ein Bienensterben und die hatten anfänglich mit RFID-Chips getestet, was natürlich sehr teuer war, weil Bienen kommen ja nicht immer zwingend wieder zurück. Die sind ja durchaus auch mal kurzlebig. Dann ging es darum, wie können wir den Code direkt auf eine Biene bringen. Da war natürlich der erste Ansatz zu sagen, okay, das kriegen wir schon hin, aber die wird nie mehr fliegen. Also mussten wir schauen, wie können wir es machen. Also da war dann der Ansatz, einen möglichst kleinen Data-Matrix-Code zu der Zeit zu kennzeichnen, auf einem kleinen Tag, den wir ausschreiben. Im Endeffekt hatten wir am Schluss einen 2 mm Tag, auf dem ein Millimeter Data-Matrix-Code war, den die Studenten dann auf die Rücken der Bienen geklebt haben. Das war für mich eine der spektakulärsten Anwendungen. Und dann wurde praktisch im Bienenstock mittels Kamera geguckt, wann so eine Biene wiedergekommen ist, was sie gemacht hat, welche Biene das war? Genau, man muss sich das so vorstellen, eigentlich ist es genau wie heute produktionsrückverfolgbar ist, so wird es hier auch gemacht. Da gab es eine Röhre, da gab es eine Kamera in der Röhre, die mussten beim Zurückkommen in den Bienenstock durch diese Röhre, wurden damit getrackt, wie häufig sie rein und raus gingen. Und das war der ganze Ansatz an der Geschichte. Schwierig war sicherlich das Aufkleben der Tags, aber grundsätzlich war das dann eine Möglichkeit, wirklich nachhaltige Daten zu erzeugen, wie fleißig ist die Biene tatsächlich. Wow, das ist in der Tat eine sehr spektakuläre Applikation. Wenn du jetzt in deinen, ich sag mal, heutigen Alltag guckst, ähnlich spektakuläre Projekte, wo du sagst, an dem, was du gerade arbeitest? Ja, aktuell ist es interessant, weil wir sehr viel im Bereich Sustainability, nennt man da das schöne Wort, also in der Nachhaltigkeit, es werden ja immer mehr Verpackungen im Supermarkt, da auch immer mehr Verpackungen auf die mehr in Richtung naturbelassene Verpackungen gehen oder auch Kunststoffe durch Faser oder nachwachsende Rohstoffe ersetzt werden. Das heißt, unsere Kunden überlegen, wie können sie nachhaltiger ihre Verpackung gestalten. Das heißt, wie kann man ein Etikett weglassen, wie kann ich einen Druck weglassen, wie kann ich besser direkt kennzeichnen. Aktuell haben wir ein großes Projekt laufen bei einem Key Account. Da werden die Etiketten auf der Umverpackung, auf dem großen Wellpappekarton, wenn man es mal so nennt, dieses Etikett wird ersetzt durch eine direkte Laserkennzeichnung. Das ist jetzt mal eins, da gibt es jetzt ein großes Pilotprojekt. Hier stehen ja auch wirklich nachhaltig Kosten immer dahinter für so ein Etikett und auch für die Umwelt, fürs Recyceln gibt es hier relativ hohe Auflagen. Das gleiche ist für Folien im Moment, dass hier Kunststofffolien durch fasergebundene Stoffe beziehungsweise auch Kunststoffverpackungen ersetzt werden durch nachwachsende Rohstoffe. Also ich sag mal, man hört schon, deine Tätigkeit umfasst jetzt nicht nur die reine Applikation, sondern da geht es auch um innovative Ansätze, die man da fahren muss und fahren kann und um Kooperationen, so wie ich das verstanden habe, auch mit zum Beispiel Herstellern von Verpackungsmaterialien, um nachhaltig einfach für die Zukunft
bessere Lösungen zu finden. Ist das korrekt? Ja, natürlich stehe ich hier auch immer im Austausch mit Herstellern von solchen Verpackungen, beziehungsweise auch im umgekehrten Schluss. Man wird gefragt, welche Möglichkeiten haben wir denn? Eine Verpackung muss immer von zwei Seiten angegangen werden. Jemanden, der sie herstellt und jemand, der sie weiterverarbeitet. Und der ganze Prozess, der dahinter steht. Insofern haben wir natürlich hier immer, sind wir auf Kongressen unterwegs. Wir unterhalten uns mit den Herstellern, wir unterhalten uns mit dem Kunden. Wie soll die Verpackung denn zukünftig aussehen? Also hier ist es wirklich, da ist viel Innovation gerade im Gange. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir da mit dabei sind. Jetzt schon alleine durch den kurzen Einblick bekommt man ja mit, dass deine Aufgabe, dein Job sehr, sehr vielfältig ist. Wenn du jetzt privat Freunden, Familie erklärst, was du eigentlich machst, wie erklärst du das denen am besten? Ja, grundsätzlich sage ich habe mal den besten Job der Welt. Das ist schon mal gut. Ja, wie man schon erkannt hat, es ist egal, ob das ein Auto ist, ob das eine Verpackung ist, ob das irgendeine Elektronik, Pharmazie ist, es ist immer was Neues. Wenn ich es heute einfach erklären soll oder mal wirklich auch als Spektakuläres erklären kann in dem Bereich, ist es eine Verpackung mit einem Produkt, das in einem Zellophan eingepackt, kennt man im Supermarkt. Überall gibt es diese Verpackung, die aus Hygienegründen oder aus Segelgründen in einer Zellophanverpackung sind. Die müssen gekennzeichnet werden. Bis dato hat man nur die Möglichkeit gehabt, entweder aufs Zellophan oder möglichst bevor das Zellophan um die Verpackung kommt. Was natürlich den Nachteil hat, bei einer sauberen, bei einer guten Rückverfolgbarkeit, bei Traceability, was alles da mit reinspielt, ist es natürlich immer besser, möglichst spät in der Fertigungslinie, in der Fertigungskette zu kennzeichnen. Und da war es für mich ein Ansatz zu sagen, warum machen wir das nicht durch die Folie, das Kennzeichnen? Und das ist eine Anwendung, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben mit einer neuen Lasertechnologie. Das heißt, wir können mittlerweile durch mehrere Lagen Folien lasern, ohne die Folie zu beschädigen, aber einen lesbaren Code oder auch einen kameralesbaren Code zu hinterlassen und somit einfach die Rückverfolgbarkeit wirklich an einen sehr späten Zeitpunkt der Fertigung zu bringen. Das ist so eine Anwendung, die hat mich also auch wirklich nachhaltig geprägt in dem Bereich, wo ich auch gerne drüber erzähle. Das ist die Rocket Science der Kennzeichnung. Ja. Oder wie ein Kunde zu mir mal gesagt hat, das ist das Ei des Kolumbus, ja. Nachdem er sich geglaubt hat, dass es funktioniert. Ja. Udo, das waren sehr, sehr spannende Einblicke. Vielen, vielen Dank dafür und hoffentlich bis bald. Danke. Bitteschön.